Es ist einer dieser großen Menschheitsträume. Die Lüfte erkunden, frei wie ein Vogel, ganz ohne Motorkraft. Am Fuße der Schwäbischen Alb wird er wahr, der Traum vom Segelfliegen. Wirklich jedes einzelne Segment in dem Prozess, so ein Flugzeug zu bauen, braucht richtig viel Erfahrung, richtig viel Können und vor allen Dingen viel Herzblut. Bevor es vogelgleich in die Lüfte geht, beginnt alles ganz menschlich auf dem Boden. In einer Halle der Firma Schempp-Hirth bei Kirchheim unter Teck. Hier in Nabern wird zunächst der Rumpf, sozusagen der Körper des Segelflugzeugs, gebaut. Dabei geht es von außen nach innen, und zwar von ganz außen. Also ich darf jetzt hier die Negativform lackieren. Den Lack habe ich schon angerührt, da kommen jetzt dann pro Seite 3 Kilo Lack rein und dann jeweils nochmal 300 Gramm Verdünnung und 300 Gramm Härte rein. Diese erste Lackschicht muss Christoph Schröder in einem Zug von hinten bis vorne durchführen. Würde er stoppen, hätte das schon hier Auswirkungen aufs finale Lackbild. Unschöne Kanten wären die Folge, die auch Folgen für die Aerodynamik hätten, denn Dann geht der Lack im Prinzip senkrecht gerade runter in der Sprühform und das sorgt dann dafür, dass es halt kleine Kanten hat. Das sieht man dann später auch, wenn der Lack ausgehärtet ist. und während er die Schalen fertig lackiert, wird nebenan schon ein Flugzeugrumpf weiterverarbeitet. Mit Kohlefaser legt das Team von Abteilungsleiter Oliver Breitkreuz den Rumpf ein. Zunächst werden kritische Stellen verstärkt, um die Öffnungen und Übergänge bei Cockpit und Flügel herum, damit die Kanten nicht ausbrechen. Jetzt kommt der allgemeine Gewebeaufbau im Rumpf. Das heißt, wir haben verschiedene Sorten an Gewebe. Die kommen jetzt nach Belegeplan. Stück für Stück wird der Rumpf praktisch von außen nach innen aufgebaut. Dafür nehmen sie 3 unterschiedliche Gewebearten mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Die Mischung macht die Steifigkeit vom Rumpf, dass er sich im Flug nicht verwindet. Die erste Lage kommt rein und bei der laufen alle Fasern in eine Richtung, also unidirektional. Also vor allem beim Unidirektionalen müssen wir darauf achten, dass die Rolle sie nicht durchhängt und dass wir keine Bögen einbauen, dass es schön gerade gespannt eingebaut wird. Als zweite Lage folgt eine gewebte Kohlefaser, ähnlich wie ein Stoff. Diese Fasern laufen diagonal. Da unterschiedliche Kräfte aus unterschiedlichen Richtungen auf den Rumpf wirken, wie Biege- oder Torsionskräfte, braucht es für jede Belastung eine Faserrichtung, die sie entsprechend aufnimmt. Der gesamte Prozess nennt sich Einlegen. Dafür benutzt das Team ein Harz-Härter-Gemisch. Wir haben hier eine Harzmaschine, die lässt ein Harz-Härter-Gemisch im richtigen Verhältnis, passend dosiert in den Becher. Und das ist genau dieses Verhältnis, was wir zu einer optimalen Aushärtung benötigen. Hier hinten an unserem Rührer wird es dann ordentlich durchgerührt, weil das ist wichtig für das Aushärten. Weil wenn man die Sache nicht richtig rührt, entstehen Fehlmischungen und damit ist die Festigkeit des Harzes dann nicht mehr gegeben. Und solche Fehlmischungen wollen sie unbedingt vermeiden. Von jedem Becher von diesem Harz-Härter-Gemisch, was wir anfertigen, wird eine Probe gemacht. Und diese Probe gibt uns am nächsten Tag nach dem Aushärten Ausschluss darüber, ob die Mischung optimal war. Sie wird also geheizt über Nacht in einen Ofen und am nächsten Tag durch einen Prüfer kontrolliert. Und erst wenn der das Go gibt, dass alle Proben in Ordnung sind, können wir an dem Bauteil weiterarbeiten. Sind sie nicht in Ordnung, landet das gesamte Teil schlimmstenfalls aus Sicherheitsgründen auf dem Schrott.
Erst das Durchtränken mit dem Epoxyharz macht die weichen Kohlefasern nach dem Aushärten zu stabilem, hartem Carbon. Die genaue Menge Harz ist dafür wichtig. Ja, wenn es glänzt, ist es genug. Wenn es matte Stellen bildet, dann ist es zu wenig. Die perfekte Menge aufzutragen, gar nicht so einfach. Jahrelange Erfahrung. Also es darf keine Harzseen geben. Das sieht dann wirklich aus, als ob ein Ölsee da wäre. Ein schmaler Grat, denn nur wenn das Gewebe ausreichend durchtränkt wurde, kann es die auftretenden Kräfte später auch übertragen. Nach den ersten Kohlefaserschichten kommt vorne das sogenannte Kohlearamidgewebe ins Cockpit. Die gelbliche Aramidfaser, oft einfach Kevlar genannt, wird auch für kugelsichere Westen verwendet. Sie hat eine besondere Eigenschaft, die das Gewebe sicherer als reine Kohlefaser macht. Das ist das sogenannte Sicherheitscockpit, was wir hier verbauen. Ja, Kohlefaser und Glasfaser haben die Eigenschaft, dass diese bei einem Unfall splittern und den Piloten verletzen könnten. Das macht dieses Gewebe nicht. Das kann man sich so vorstellen, dass das knittert wie Papier und die Verletzungsgefahr dadurch wesentlich verringert. Und wir benutzen hier spezielle Scheren. Die haben auf einer Seite eine Mikroverzahnung und nur diese ist in der Lage, den Kevlarfaden zu durchtrennen. Der Kevlar- oder Aramidfaden nimmt dadurch bei einem Crash die Energie auf und verhindert so gleichzeitig, dass die Kohlefaser splittert wie Glas und zu Verletzungen führt. Das Kohlearamidgewebe bildet im Grunde die Knautschzone des Flugzeugcockpits. Über Stunden kommen etliche Kohlefaserlagen aufeinander und zusätzliche Kohlefaserbänder für die Versteifung in Längsrichtung. Die Schichten sind bei jedem Flugzeug unterschiedlich, je nachdem, was berechnet wurde, was für eine Notwendigkeit besteht. Es können mal 7 sein, es können mal 12 sein. Und an jeder verschiedenen Position ist halt eine andere Anzahl von Bändern erforderlich, um die Kräfte aufzunehmen. An der Haube, die besonders stabil sein muss, ist es ein Paket aus ca. 20 Lagen Kohlefaser. Das ist jetzt die finale Lage, die letzte Lage. Jetzt kommen noch 2 Streifen in den Haubenrahmen als Verstärkung und dann ist der Cockpitsbereich, was das Laminieren betrifft, zu Ende. Ja. Vom Rumpfbau in Nabern ist es höchstens eine halbe Flugminute bis zum Hauptstandort in Kirchheim unter Teck. Hier wird der Rest des Flugzeugs gebaut und geschweißt, denn ein zentrales und sicherheitsrelevantes Teil muss noch gefertigt werden, das Rumpfgerüst, das Ramona Ullmann vor sich hat. Das Rumpfgerüst ist das Hauptträgerteil vom ganzen Flieger. Es nimmt sehr viel Gewicht ab, sehr viel Spannung ab. Ramona bereitet das erste Teil davon vor. Das schimpft man hinterer Spann. Das ist ein Trageteil fürs Fahrwerk. Da wird nachher das Fahrwerk eingeschleift, dass die Räder ausfahren. Einfahren. Ab jetzt heißt es, Reden ist Silber, Schweißen ist Gold. Beim sogenannten Wolfram-Inertgas-Schweißen, besser bekannt als Wick-Schweißen, brennt ein Lichtbogen zwischen dem Werkstück und der Wolfram-Elektrode des Brenners. Das Schutzgas Argon verhindert, dass die Schmelze währenddessen mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft reagiert. Den hinteren Spand bringt Ramona zu Kollege Alexander Behl. Hier, Alex, der hintere Spann. Danke. Er verbindet die Teile zum Rumpfgerüst. Meine Aufgabe jetzt verbinden
hintere Spann mit vordere Spann. Wir schaffen mit Flugzeug Metall oder Material, weil das ist stärker als andere Materialien. Und für die Atmosphäre oben kalt, unten warm und das ist immer so plus minus. Und wegen dessen benutzen solche Material. Flugzeugstahl ist ein hochfester Stahl. Er lässt sich gut schweißen und ist besonders temperaturbeständig. Der Stahl ist nicht sonderlich leicht, auch wenn man das beim Flugzeug zunächst vielleicht denkt. Denn er muss in erster Linie stabil und sicher sein, um auch die Temperaturunterschiede zwischen Boden und Atmosphäre im Flug auszuhalten. Das Rumpfgerüst ist enorm wichtig für die Sicherheit. Denn auf das Segelflugzeug wirken enorme Kräfte, besonders bei Start und Landung. In der Luft kommen Schwerkraft, Auftriebs-, Biegekräfte und die sogenannten Torsionskräfte dazu. Das Rumpfgerüst ist das zentrale Verbindungselement zwischen Rumpf und Flügel, nimmt all diese Kräfte über Fahrwerk und Flügel auf, leitet sie weiter und verteilt sie gleichmäßig. Fertig. Na, dann kann das Rumpfgerüst ja nach Nabern zu den Rumpfbauern. Dort kleben sie es mit anderen Anbauteilen in die zweite Rumpfhälfte. Beide Hälften kommen zum Aushärten einmal in den Backofen. Eine Nacht bei 55 Grad Celsius. Oben ist Start, Zwinge bei dir. Das ist nicht mehr Platz, sonst schlitze ich in Michi seine Dinger auf. Das ist nicht so schlimm wie unser Rumpf. Das stimmt. Komm mal da raus, Schlankanker. Währenddessen läuft in einer der Hallen in Kirchheim unter Teck der Bau eines anderen zentralen Elements an: die Flügel. Die ersten Schritte sind ähnlich wie beim Rumpf. In die lackierte Rohform werden verschiedene Gewebelagen aus Kohlefaser laminiert, also aufeinandergelegt und mit Harz getränkt. Auf diese Lagen kommt der Holmgurt. Er bringt zusätzliche Stabilität in die rund 10 Meter langen Flügel. Der Holmgurt übernimmt die Biegekräfte im Flügel. Alle Kräfte, wo der Flügel nach oben und nach unten macht, werden von dem Holmgurt übernommen. Denn die Schwerkraft zieht den Rumpf nach unten, der Auftrieb zieht die Flügel nach oben. Dadurch biegen sie sich entsprechend durch. Und noch ein Zusatzschritt im Vergleich zum Rumpfbau. Wir bauen hier einen Kondizellschaum ein, der als Tragschicht für die beiden Lagen gilt und die Versteifung der Lage gewährleistet. Wenn wir nur Gewebelagen aufeinanderlegen würden, hätten wir nicht die Biegesteifigkeit, die wir brauchen. Die bekommen wir, indem wir hier ein Sandwich einbauen. Sandwich, weil unten Kohlelage, dann Kondizell und dann noch eine Kohlelage. Die wird dann später aufgebracht.
Der feste Holmgurt endet hier. Doch sie müssen ihn bis ganz nach außen verlängern. Wir haben hier die Schablone, um unsere Gurtverlängerung anzuzeichnen. Wir werden gleich mit Kohlefaserbändern dann quasi die Gurtverlängerung herstellen, dass der Gurt wirklich ganz rausgeht im ganzen Flügel. Weil die ganze Kraft des Flügels quasi bis ganz außen übertragen werden muss. Sonst hätte man hier unter Umständen einen Sprung und dann könnte es auch passieren, dass der dann halt nicht so gut hält da außen. Weil der feste Holmgurt ganz außen viel zu dünn wäre, wird er durch Kohlefaserbänder ersetzt. Die härten später aus und bilden eine feste Verlängerung. Sie übernehmen so die Funktion des Holmgurtes bis in das Winglet am Ende der Tragfläche. Es folgt die obere Sandwich-Hälfte aus vorlaminierten Gewebelagen. Aber das reicht noch nicht. Damit sich Schaum und Gewebelagen verbinden, braucht es Druck. Einfach mit Schraubzwingen wäre der viel zu unregelmäßig. Darum hilft man sich mit Unterdruck. Durch das Absaugen der Luft aus dem Bauteil wirkt der Druck der Atmosphäre auf die Flügelschale und presst alles gleichmäßig zusammen. Das würde jetzt einfach so trocknen und dann wäre da überall Luft drunter und das wäre dann einfach kein gutes Bauteil. Wir brauchen diesen Anpressdruck, um die Schalen, das Sandwich zusammenzukleben. Und das macht man über Vakuum. Zu guter Letzt ein Absaugvlies. Es nimmt das überschüssige, ausgepresste Harz auf und kommt nach dem Aushärten wieder runter. Darüber kommt dann eine Folie, die an den Außenstellen abgedichtet wird und wie eine Art Vakuumbeutel wirkt. Wenn die Folie drauf ist und alle Öffnungen luftdicht verschlossen sind, wird die Luft langsam rausgesaugt. Nach und nach zieht sich jedes bisschen Restluft heraus. Ein bisschen helfen Abteilungsleiter Heiko Nill und Co. noch von Hand nach. Das Gewebe hat immer das Problem, wenn es um eine Ecke muss, dann tut sich das schwer. Und deswegen helfen wir ihm da mit. Und da könnte natürlich auch, wenn sie das nicht sauber anlegt, könnte da ein bisschen Luft drunter sein und die Streiche versuchen wir rauszustreichen. Und drücken das Gewebe nochmal fest aufeinander, dann bleibt es auch beieinander. Naja, aber jetzt sieht es doch schon ganz gut aus. Noch ein letzter Check. Und fliegender Wechsel zur unteren Flügelhälfte der sogenannten Unterschale. In die wird zunächst die sogenannte Wurzelrippe mit dem Holmstummel eingeklebt. Das Teil verbindet später Rumpf und Flügel.
Und die Holmstege aus Glasfaser kommen rein. Die Holmstege und der Gurt, ganz am Ende werden die zu einem ganzen Paket, zu einem Art Doppel-T-Träger zusammengeklebt und die nehmen die ganze Kraft des Flügels auf. In den nächsten Stunden kommen noch etliche Einbauteile wie Scharniere, Stege und Bremsklappen in den Flügel. Also der fertige Flügel kommt jetzt in den Ofen. Der wird geheizt bei 40 Grad, damit alles schön hart wird. Und dann wird er vorbereitet für die Hochzeit mit der Oberschale. Beim Rumpfteam in Nabern sind die Formen inzwischen schon ausgebacken und gehärtet. Und ja, das ist die gesamte Dicke der Außenwand. Die Rumpfhälften können verklebt werden. Davor wird aber im Kollektiv fleißig Harz angerührt. Wir rühren hier das sogenannte Dickharz. Das ist eigentlich nichts anderes als unser flüssiges Harz, was wir haben. Das wird mit verschiedenen Verdickungsmitteln versetzt. Zum Beispiel haben wir da die Baumwollflocken oder das Aerosil. Das kommt in einem bestimmten Verhältnis in das flüssige Harz hinein. Das brauchen wir einfach, um bestimmte Verklebespalte zu füllen. Und es gibt der Verklebung auch eine höhere Festigkeit, weil das Harz alleine wäre spröde und würde nicht halten. Im Prinzip ist es so, dass die Flocken sich mit dem Harz verbinden, die saugen das auf und verkrallen und verzahnen sich untereinander und geben da halt eine ordentliche Stabilität. Dann werden untere und obere Rumpfschale aufeinander gesetzt. Es gibt nur einen Versuch und der muss passen. Alle spielen zusammen, vorne guckt einer, hinten guckt einer, Parallelität, waagerecht und dann ist es nur noch schauen, gucken, fühlen. Zum endgültigen Aushärten kommt der Rumpf nochmal mindestens 15 Stunden bei 65 Grad Celsius in den Ofen. Beim Flügelteam geht es schon wieder in die andere Richtung. Der fertig verklebte und getemperte, also ausgebackene Flügel wird aus seiner Form gelöst. Es sieht auf den ersten Blick brutal aus, ist aber ein Bruchteil der Kraft, die in der Luft auf den Flügel wirkt. Das hält er also locker aus. Und schon dürfen die Flügel in die nächste Halle.
Im Steuerungsausbau treffen sich Rumpf und Flügel zum ersten Mal. Hier säubern sie die Rohteile und beginnen mit dem Steuer- und Innenausbau. Nils Maschkewitz wird den 75 Kilo schweren und rund 10 Meter langen Flügel zunächst direkt wieder auftrennen, weil er sonst viel zu lang für den Transport des Flugzeugs im Alltag wäre. Wenn der Flügel oder der Rumpf aus der Schale rauskommt, landet er hier. Und dann werden hier die Ansteckflügel abgetrennt, damit die einfach leichter transportiert werden können. Und da habe ich hier schon mal angezeichnet den Riss, damit ich jetzt mit der Diamantsäge den Ansteckflügel absägen kann und einfach nicht verlaufe mit der Säge. Der Stabilität des Flügels macht das nichts aus. Das Team hat an dieser Stelle innen die sogenannte Abschlussrippe, quasi das Trennelement zwischen Innen- und Außenflügel, eingebaut. Hier natürlich immer sachte vorgehen, aber da der noch nicht lackiert ist, können keine Kratzer reinkommen und sowas. Deswegen können wir da noch ein bisschen grober manchmal sein, was es auch erfordert hier in dem Fall. Wenn der Flügel getrennt ist, macht Nils die Querruder der Steuerung wieder gangbar und stellt sie ein. Er entfernt auch die Harzreste. Auf der anderen Seite der Halle ist Kollege Leon Eisenkoll am Rumpf zugange. Er baut das Ruder ein, mit dem man das Flugzeug um die sogenannte Hochachse lenkt. Es ist gerade das Seitenruder. Das ist dafür da, dass man seine Kurven auch fliegen kann beim Flugzeug. Sozusagen das Gieren heißt das, genauer gesagt. Durch die Vorrichtung haben wir geguckt, dass das auch richtig drin sitzt, nicht außermittig. Genau, und da muss man schauen, dass es überall gleich sitzt. Wenn es nicht gleich sitzt, muss man das unterbauen, dass es eben dann nachher mittig drin sitzt, das Flugzeug auch geradeaus fliegt. Bei dem müsste ich jetzt leicht unterbauen. Auf der linken Seite wahrscheinlich 0,5 bis 1 mm. Damit man das Flugzeug wirklich lenken kann, braucht es aber natürlich auch eine Verbindung vom Cockpit zum Ruder. Das sind die Steuerseile. Nachdem wir jetzt hier das Seitenruder angepasst haben, kommt jetzt der zweite Schritt, und zwar die Steuerseile vorzubereiten. Das heißt, wir klemmen das hier. Das wird ja vorne festgeklemmt, dann durchgefädelt durch die Pedale. Und durch die Pedale kann man dann das Seitenruder bewegen und durch das Seitenruder kann man lenken beim Fliegen sozusagen. Ja.
Für die erste Seite legt Leon die Nullstellung der Pedale mit einem auf das Modell angepassten Holzkeil fest. Die Seillängen müssen am Ende genau passen, denn sonst wären die Pedale schief und das Fliegen eine ziemlich unbequeme Sache. Schlussendlich würde man ja immer dann so fliegen. Also wenn man ja, das ist wie beim Lenkrad beim Auto. Das ist ja wie wenn man geradeaus fährt, aber trotzdem das Lenkrad quer hält. Das will man nicht. Genau, das wird dann passieren. Deswegen braucht Leon für die zweite Seite Unterstützung vom Kollegen Nils. Bisschen Ticken mehr. Viel weniger, weniger. Zurück, 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 zurück. Zurück. Denn der Zug muss stimmen, damit die Pedale okay. genau parallel stehen. Dann kann Leon klemmen und die Seile am Ruder befestigen. Auch beim Flügel baut Nils Steuerflächen ein, die Querruder. Ohne die wäre es ein ziemlich langweiliger Flug, weil es einfach nur geradeaus gehen würde oder nur minimale Lenkmöglichkeiten nur gäbe und dadurch ziemlich wichtig auf jeden Fall zum Fliegen. Ein Ruder geht hoch, eins runter und dadurch neigt sich das Flugzeug, um schärfere und engere Kurven einfach zu fliegen. Und wer enge, schnelle Kurven fliegen will, sollte auch gut bremsen können. Nils baut also noch die Bremsklappen ein. Ein Einsitzerrumpf wiegt ohne Ausbau etwa 80 Kilogramm. In den 3,5 Wochen, die jedes Flugzeug im Steuerungsausbau verbringt, kommen nochmal rund 40 Kilogramm Einbauteile dazu. Viele Kabel und Seilzüge werden eingefädelt, die Bremse eingestellt und etliche Teile wie Sitzwannen, Motorklappen und die Haube erstmals eingebaut. Während hier weiter an den Rohteilen gewerkelt wird, bekommen die fertigen Rümpfe nebenan in der Lackierhalle ihr Finish. Lukas Raschniak bereitet sie zum Lackieren vor, indem er die erste Lackschicht anschleift. Damit er überall gleichmäßig schleift, hat er einen einfachen Trick. Er färbt den Rumpf ein. Das ist schwarze Farbe mit Aceton. Wenn weiß, siehst du nichts viel. Wenn hast du Farbe, siehst du alles. Wo schleifen? Nach dem Schleifen ist vor dem Lackieren. Im Lackierraum werden zuerst Feinarbeiten mit dem Pinsel gemacht. Dann geht die Tür zu. Der Lackierer rein und der Lack kommt drauf.
In mehreren Durchgängen sprüht er die Lackschicht auf den Rumpf, um später eine perfekte Oberfläche zu bekommen. Das hält den Luftwiderstand möglichst gering und erhöht die Leistung beim Fliegen. Deshalb wird auch die Haube nochmal perfekt für jedes Segelflugzeug angepasst. Also wir können jetzt sehen, dass die Haube immer noch ein bisschen tiefer ist als Rumpf. Deswegen muss ich das jetzt gerade schön spachteln, ganz herum. Alle Spalte am Flugzeug werden so passend gemacht, dass man sie von Hand kaum noch spürt. Denn durch Kanten verliert man in der Luft schnell einige Prozent an Gleitleistung und auch die Flugeigenschaften können sich spürbar verschlechtern. Allein dieser Prozess dauert 3 bis 4 Tage, bis alles perfekt ist. Spachteln, Spaltmaße anpassen, grundieren, schleifen, neue Farbe, nass schleifen und mehrfach polieren. Insgesamt ist jeder Rumpf rund 4 Wochen in der Lackierhalle, bis alles fertig geschliffen, lackiert und perfekt poliert ist. Der fertige Rumpf darf wieder eine Halle weiter. In der Endmontage 1 warten schon die lackierten Flügel auf ihn. Wir sind hier in der MO1, hier passiert die erste mechanische Montage. Hier kommen das erste Mal Flügel und Anbauteile an das Flugzeug. Und so machen wir das erste Mal ein flugfähiges Gerät aus den Einzelteilen. Toni Mendes Andrade steckt die Innenflügel erstmals zusammen. Die Holmstummel der Flügel werden mit dem Hauptbolzen verbunden und gesichert. Toni arbeitet 4 bis 5 Tage daran, denn er muss nicht nur zusammenstecken, sondern auch jede Menge einbauen, einstellen und entlüften. Auch die Außenflügel dürfen jetzt wieder dran. Genau wie das Höhenleitwerk. Dieser letzte Prozess ist zwar simpel, aber eben auch besonders. Ja, ist jedes Mal klar, schönes Gefühl, aus Einzelteilen ein flugfähiges, so großes, schönes Gerät herzustellen. Einmal alles testen und ab zur letzten Station, der Endmontage 2. Dieses Flugzeug, an dem Andreas Hill arbeitet, ist schon in der 3. Woche bei ihm. Denn auch wenn es schon fast fertig aussieht, gibt es noch jede Menge zu tun. Sämtliche Kabel, die müssen durchs Cockpit geführt werden, Batterien angeschlossen werden und letztendlich halt ins Instrumentenbrett. Das ist beweglich, das ist halt nötig, dass man ein- und aussteigen kann. Und es muss durch die Kette durchgeführt werden und auch die ganzen Instrumente angeschlossen werden. Und dabei kann Andreas nicht nach Schema F vorgehen.
Jedes Instrumentenbrett ist individuell. Also jeder Pilot kann sich sein Instrumentenbrett bei uns bestellen, wie er möchte. Verschiedene Instrumente. Hier sieht jedes anders aus. Mal ist ein bisschen mehr Platz, ein bisschen weniger Platz. Dementsprechend dauert halt auch die Zeit mal zwischen 1 und 2 Tage. Man kann jetzt kein Funk-Antennenkabel mit Stromkabeln verkreuzen. Das funktioniert nicht. Dann ist der Funk gestört. Die Ausschläge vom Kompass stören vielleicht. Dann haben wir hier zum Beispiel auch ein Seil drin für eine Kupplung. Das ist ein Metallseil, wo halt zum Ausklinken benutzt wird. Wenn das zu nah an der Kompassnadel dran ist, es entsteht ein Magnetfeld. Es ist gestört, zeigt falsche Werte an. Das ist auch zu beachten. Einige Flugzeuge bekommen auch große Eigenstartertriebwerke. Damit müssen die Segelflieger nicht wie früher üblich in die Luft geschleppt oder gezogen werden. Andere haben zwar kein Eigenstartertriebwerk, dafür ein Unterstützungstriebwerk, den sogenannten Sustainer oder einfach die Heimkehrhilfe, damit man trotzdem nach Hause kommt, wenn die Thermik mal nachlässt. Die testet Malachi Melecharik nochmal auf Herz und Nieren. Wir sind die letzte Schritt in der Arbeitsplan, dass der Flugzeug kriegt und anfasst. Und wie das alles eigentlich zusammenkommt, finde ich cool. Weil ich finde, diese Abteilung ist ziemlich speziell. Und hier sieht man wirklich, wie das ganze Arbeit von den guten Leuten hier eigentlich alles zusammenkommt und zusammenfasst für ein richtig geiles Flugzeug auf der Ende. Also letzte Handgriffe, Sitzschalen plus Polstereien und Vorbereitung für die endgültigen Tests. Ziel wäre eigentlich für heute, dass wir mit alles fertig ist, dass morgen wir prüfen können. Das ist immer am schönsten, wenn wir halt eine Firma das eigenermaßen fertig kriegt vor der Wochenende, dass wir Wochenende benutzen, wenn es gutes Wetter ist, dann halt zu fliegen. Und das ist eigentlich das Ziel hier. Noch ein allerletztes Teil, der kleine Spiegel für den Kontrollblick des Piloten. Nach über 2000 Arbeitsstunden darf das Segelflugzeug auf die Hahnweide, den örtlichen Flugplatz. Hier wird es zum ersten Mal in seinem natürlichen Habitat aufgebaut. In so einen Zweisitzer sind bis dahin gute 6 bis 8 Monate Arbeitszeit geflossen. Rund 80-90% des Flugzeugs werden direkt in Kirchheim unter Teck gefertigt und verbaut. Den Spalt zwischen Flügel und Rumpf kleben sie vor jedem Flug nochmal händisch ab. Auch Chef Thilo Holighaus hilft mit und fliegt die neuen Maschinen ein. Und was ist für ihn das Schönste an seinen Flugzeugen? Die Flügelgeometrie. Also wie die Flügel wirklich vogelgleich nach hinten gefeilt sind, nach oben aufgebogen sind, dann in Winglet übergehen. Also jedes Mal, wenn ich auf die Seite rausgucke und ich sehe diesen Flügel, ich kriege immer noch eine Gänsehaut. Darum ab in die Luft für noch mehr besondere Momente. Ein einfaches Segelflugzeug kostet etwa so viel wie ein hochwertiger Mittelklassewagen. Die Zweisitzer deutlich mehr, je nach Wünschen. Dann heißt es noch einmal ausklinken und Freiheit genießen. Wie schon Reinhard May gesagt hat, man kann wirklich alle Sorgen am Boden lassen. Und man ist so fokussiert auf das Fliegen, auf das Erleben, auf das Spüren der Naturkräfte, dass man links und rechts alles um sich vergisst. Und also macht einfach wahnsinnig Spaß. Und zwar immer wieder aufs Neue.
Und was kann schon schöner sein, als mit den eigenen Händen einen der großen Menschheitsträume wahr werden zu lassen? Fliegen wie die Vögel. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.